A record that just did very well for me recently, ladies and gentlemen. 1, 2, 3, 4. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Wohl kaum ein Song wird, zumindest in Deutschland, so schnell in Verbindung gebracht mit Elvis Presley wie In the Ghetto. Für ihn war das in Deutschland übrigens, man glaubt es kaum, der einzige Nummer-1-Hit. Es war ein weltweiter Charterfolg, ein Platz 3 in den USA, ein Platz 2 in Großbritannien und, wie gesagt, ein Platz 1 in Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge und heute geht es um die faszinierende Story von dem absoluten Smash-Hit von Elvis Presley aus dem Jahr 1969, In the Ghetto. Gleich nach dem Intro geht's los. Elvis Presley! Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, wird es erstmal um die Auflösung der letzten Frage der Woche gehen. Ich hatte gefragt, mit welchem Schauspieler aus der berühmten Soap-Serie Dallas hat Elvis Presley in einem der Filme zwischen 1960 und 1962 zusammengespielt. Ja, und es kamen einige richtige Antworten, allerdings haben manche nicht so genau zugehört. Ich fragte explizit, welcher Schauspieler in Flaming Star mit dabei war, der auch in der Soap-Serie Dallas mitgespielt hat, und da kann es nur eine Antwort geben und das ist Steve Forrest. Barbara Eden haben einige geschrieben, das ist korrekt. Barbara Eden hat auch in Flaming Star mitgespielt und auch in Dallas mitgespielt, aber Barbara Eden ist eine Frau, Schauspielerin. Ja, und wer hat den Titel geholt dieses Mal? Wer hat die Antwort am frühesten gegeben? Mirko Kester. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mirko. Du warst der Erste, der aufgelöst hat mit Steve Forrest. Aber jetzt zu In the Ghetto und zunächst ein paar interessante Hintergrundinformationen. Der Song wurde geschrieben und komponiert von Scott, auch Mac Davis genannt. Er war ein Country-Sänger, der am Anfang eigentlich erst als Songwriter auftrat und erst sehr viel später selbst Songs aufgenommen hat. Er hat für Elvis Presley den Song Memories komponiert für das 68 Comeback Special. Memories press between the pages of my mind. Und für den Film Live a Little, Love a Little den Song A Little Less Conversation, der ja im Jahr 2000 zu einem absoluten Top-Hit wurde in dieser Remix-Version mit JXL vs. Elvis, A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less fun, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby satisfy me. Satisfy me, baby. Als Elvis im Januar 1969 in die legendären American Sound Studios ging, um neue Aufnahmen zu machen und diesmal auch wirklich richtig gut, hochqualitative Aufnahmen, da fragte man auch bei Mac Davis an, ob er denn nicht wieder einige Songs für Elvis hätte. Mac Davis hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Song In the Ghetto komponiert. Für ihn war es eine Art autobiografisches Lied. Er hat in seiner Kindheit einen Jungen kennengelernt, mit dem war er gut befreundet, ein farbiger Junge, der im bösen Teil der Stadt lebte. Er verstand nie, warum dieser Junge in diesem Stadtteil leben muss, wo es ihm so schlecht geht, und er selber in einem Stadtteil lebt, wo das alles viel, viel besser ist. Darüber hat er sich den Kopf zerbrochen und hat dann viele, viele Jahre später, er war zu diesem Zeitpunkt schon knapp 30 Jahre alt, einen Song über diesen Jungen geschrieben, und dieser Song hieß The Vicious Circle.
Vicious auf Deutsch übersetzt, der böse oder der bösartige Circle, Kreis, also sozusagen der Kreis, der sich immer wieder schließt, der böse Kreis. Das wird auch in dem Text des Liedes noch eine Rolle spielen. Erst später kam man auf die Idee, diesen Song In the Ghetto zu nennen. Dazu muss man sagen, dass das Wort Ghetto in den USA damals erst in Mode kam, um jetzt sozial schwache Stadtteile zu bezeichnen. Buddy man, Freddie Weller, came over. So hat Elvis diesen Song nicht als The Vicious Circle aufgenommen, sondern als In the Ghetto. Aber bevor der Song zu Elvis kam, wurde er zunächst jemand ganz anders angeboten. Linda Thompson, die langjährige Elvis-Freundin aus den 70er Jahren, hat erzählt, und das ist, soweit ich weiß, die einzige Quelle dazu, dass man den Song ursprünglich Sammy Davis Jr. angeboten hat. Und Sammy Davis hat den Song abgelehnt, weil er sagte, er möchte authentisch bleiben, und er, obwohl auch ein Farbiger, hat nie so gelebt. Er hat immer auf der Sonnenseite gelebt, und es wäre für ihn sozusagen undenkbar, diesen Song authentisch zu singen, aber er wüsste jemanden, der diesen Song authentisch bringt, und dann schlug er Elvis Presley vor. Und so kam es dann im Januar 69, als Elvis und das Management anfragten, ob Mac Davis neue Songs hat, schickte er Demos hin, und eines dieser Demos war In the Ghetto. Das andere übrigens wurde auch von Elvis aufgenommen und wurde auch ein Hit, war Don't Cry Daddy, das mal nur nebenbei in den gleichen Sessions aufgenommen. Ja, und so kam der Song The Vicious Circle unter dem Namen In the Ghetto zu Elvis Presley. Am 20. Januar 1969 betrat Elvis das Studio. Um 21 Uhr Abend, 9 p.m., begann die Aufnahmesession, und man machte sich gleich an In the Ghetto. 22 Takes wurden eingespielt, bis Elvis zufrieden war. Das Tolle an diesem Song ist aber, dass wir bereits beim Take 1 eine unglaublich faszinierende Darbietung von Elvis hören, die nur einen einzigen kleinen Fehler hat. Er versinkt sich an einer Stelle, und das hat diesen Take sozusagen verworfen. Aber bereits bei Take 1 ist absolute Höchstspannung bei Elvis da. Wir hören mal rein in Take 1 von In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. As a crowd gathers round an angry young man laying face down straight with the gun. God! Ja, und so arbeitet sich Elvis mit nur ganz wenigen Instrumenten begleitet durch diesen Song bis zu den 22 Takes. Alles noch ohne Overdubs, nur kleine Studiomusikergruppe, die ihn begleitet. Es ist faszinierend, diese Takes anzuhören, und es läuft einem eiskalt den Rücken runter. Der amerikanische Journalist und Autor Peter Guralnick hat gesagt, dass es eine Freude ist, diese 22 Takes anzuhören. Es fesselt einem von Anfang an, und vor allem tappt Elvis nicht in die Falle, die bei einem Song besteht, nämlich, dass dieser Song ins Kitschige abgleitet. Und genau das zeigt wieder einmal die große Qualität von Elvis, dass er in der Lage war, einen solchen, sozialkritischen Song, was für ihn ja eher ungewohnt war, so überzeugend rüberzubringen, dass zu keiner Zeit auch nur der leiseste Verdacht von Kitsch aufkommt. Auch das Arrangement verzichtet darauf, den Song zu verkitschen. Und so haben wir es mit einer unglaublich reifen Darbietung zu tun. Ich habe hier die Original-Single von 1969, die deutsche Ausgabe von In the Ghetto mit der Rückseite Any Day Now. Wie gesagt, das war Elvis' erster und einziger Nummer 1 Hit in Deutschland. Ja, und der Song erschien auch auf dem legendären Album From Elvis in Memphis. Kommen wir nun aber zum Inhalt des Songs. Der Song beschreibt den Kreislauf des Lebens in einem sozial schwachen Stadtteil in Amerika. Ein Kind wird geboren, und die Mutter fragt sich, wie kann ich dieses Kind ernähren, wo ich doch schon andere Kinder habe. Und es geht dann darum, dass
wir nicht wegschauen sollen, dass wir hinschauen sollen, wo diese Armut ist, denn wenn ihm nicht geholfen wird, dann wird dieser Junge abgleiten, er wird abdriften, er wird kriminell werden, er wird gewalttätig werden. A angry young man heißt es im Originaltext, und das sollte verhindert werden. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kreis, The Vicious Circle. Am Schluss heißt es nämlich dann in dem Song: On a cold and grey Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. Also an einem weiteren Sonntagmorgen wird ein weiteres Kind geboren im Ghetto, in dem Stadtteil. Und so schließt sich der Kreis wieder von Armut und Elend. Ein Song, der damals aktuell war, genauso wie er heute noch aktuell ist. Diese sozialen Probleme, die sind ja eher mehr geworden als weniger, bedauerlicherweise, und das nicht nur in den USA, auch bei uns in Deutschland. So gesehen ist In the Ghetto ein zeitloser Klassiker. Kommen wir nun zu den Live-Versionen. Elvis hat den Song ausschließlich in den Jahren 1969 und 70 live gebracht. Die meisten Live-Versionen gab es tatsächlich im Jahr 1969 im Rahmen seiner Comeback-Konzerte im International Hotel in Las Vegas. Dort wurde der Song eigentlich in fast jeder Show gespielt. Im Januar und Februar 1970 kam der Song ebenfalls nochmal ins Repertoire mit hinein, dort aber schon weniger. Und er wurde dann am Schluss des Jahres 1970, also zunächst im August 1970 in Las Vegas noch einmal und dann aber auch auf Tourneekonzerten mehrfach dargeboten, und dann war aber auch Schluss. Also es waren gerade mal, kann man sagen, ein gutes Jahr, in dem dieser Song über 50 Mal live von Elvis dargeboten wurde. Mehrere Live-Darbietungen gibt es. Ich habe für euch eine interessante mal rausgesucht, die man auch nicht jeden Tag hört, und zwar aus dem Januar-Februar Engagement in Las Vegas, die Opening Show am 26. Januar 1970. Dort hat Elvis den Song In the Ghetto gebracht, und wir hören mal rein. As a snowflake on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. But if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Oh, people, don't you understand? The child needs a helping hand. Oh, he'll grow to be an angry young man someday. But take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? So, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich euch wieder auf die neue Frage der Woche hinweisen, die jetzt kommen wird. Such an easy question. Why can't I get an answer? Die Frage der Woche lautet: Wer spielte bei der Aufnahme von In the Ghetto im Studio am 20. Januar 1969 das Schlagzeug? Wer spielte am 20. Januar 1969 im Studio das Schlagzeug? Schreibt's unten in die Kommentare rein. Ja, Fazit: In the Ghetto, ein großartiger Song von Elvis, nicht nur weil er in Deutschland so berühmt ist, weltweit ein Top-Hit. Und mich würde interessieren, und schreibt es in die Kommentare rein, was verbindet ihr eigentlich mit diesem Song? Wann habt ihr den Song das erste Mal gehört? Ist es vielleicht sogar euer Lieblings-Elvis-Song? Schreibt einfach rein, was ihr über In the Ghetto denkt. Was wird es demnächst auf diesem Kanal geben? Ja, ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass wohl nächste Woche Montag oder so Auslieferungstermin sein wird von der seit März überfälligen Moody Blue, dem Re-Release von Follow That Dream Records. Das heißt, wenn das tatsächlich so kommt, dass nächste Woche die Scheibe erscheint, dann wird es natürlich von mir so schnell wie möglich einen Review geben. Natürlich muss ich es erst durchhören, ich muss das Video machen und schneiden, aber ich werde mich bemühen, das so schnell wie möglich zu machen. Wir werden auch demnächst wieder, spätestens im Juli, wieder einen Livestream haben mit einem Special Guest. Könnt ihr euch auch schon darauf freuen. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart heute. Wünsche euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Ciao und Servus. Long live the King.